Moin zusammen, ich bin immer noch auf der CMT in Stuttgart und ihr wisst ja, dass wir euch immer versuchen, für euch neue Konzepte zu finden. Fahrzeuge, die auch auf dem Ford Transit Custom basieren. Und in diesem Jahr haben wir uns ein Fahrzeug ausgesucht von der Firma Salty Blue. Der Nikolai, der heute hinter der Kamera als Kamerakind steht, der hat im letzten Jahr auf seinem Kanal einen EQV von Salty Blue vorgestellt. Einen vollelektrischen Mercedes-Benz sowie eine V-Klasse. Und in diesem Jahr ist Salty Blue hier mit einem tollen neuen Fahrzeug auf dem neuen Transit Custom V710. Genau, so heißt es. Und der steht jetzt hier hinter mir. Und ich habe hier vorne im Auto gleich den Björn sitzen. Und der Björn, der erzählt uns ein bisschen was über das neue Fahrzeug, was hier jetzt erstmalig von Salty Blue auf der Messe vorgestellt wird. Und jetzt gehe ich einfach mal hier rein und sage mal: Hallihallo Björn. Hallöchen Stevo. Grüß dich, wie geht's dir? Mir geht's super. Wir haben uns ja letztes Jahr bereits kennengelernt. Da war allerdings der Nikolai dein Gesprächspartner und ich war hinter der Kamera. Und du hast uns letztes Jahr euren tollen EQV vorgestellt, der wirklich ein tolles Auto ist oder war. Ich glaube, produziert er ihn noch? Ist er immer noch. Ist er immer noch, ne? Ja, genau. Ja, genau. Und der hatte uns damals schon begeistert mit seinem tollen, durchdachten und auch wirklich qualitativ hochwertigen Ausbau. Und in diesem Jahr habt ihr das erste Mal hier ein Fahrzeug stehen auf dem Ford Transit Custom oder Tourneo Custom, muss man sagen. In diesem Fall Tourneo. Ganz genau. V710. Und die Frage vorweg, ist es das erste Mal, dass ihr auf einem Ford baut oder habt ihr schon mal vorher auf einem Ford irgendwas gemacht? Also der V710 ist tatsächlich unser erster Ford. Okay. Ja, genau. Richtig, genau. Und ja, wir haben hier eine sehr positive Resonanz, muss ich sagen. Also es ist nicht das erste Mal, dass wir generell den Ford präsentieren. Die Erstvorstellung haben wir tatsächlich schon auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf gehabt, aber hier jetzt tatsächlich einmal auch nochmal ein bisschen optimierter Möbelbau, nochmal optimierte Stauraum. Ja, wir haben ja gestern schon mal kurz reingeschaut und mir gefällt auch vor allem die Farbe gut. Da können wir gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und auch der Klappenmechanismus ist ein bisschen alternativ zu dem, was man halt sonst so sieht. Aber vielleicht kannst du uns erstmal ein bisschen grundsätzlich erzählen, was das für ein Fahrzeug ist, wo es aufbaut. Ist es ein Allradfahrzeug, ist es ein normaler Frontantriebler? Und vor allen Dingen, was für eine Motorisierung könnt ihr anbieten? Also wir können alle Motorisierungen anbieten, also vom Diesel über den Plug-in-Hybriden bis dann nachher dann auch zum vollelektrischen, also analog zum EQV, haben wir also mit dann unsere Elektrokompetenz dann tatsächlich ja auch auf 2 Fahrgestellen. Und hier bei diesem Fahrzeug ist es jetzt ein 170 PS Fahrzeug mit Allradantrieb, mit Frontantrieb, aber mit der 8-Gang-Automatik und im Endeffekt einer Vollausstattung. Also sämtlichen Assistenzsystemen, die Ford eben liefern kann für dieses Auto, sind hier auch drin. Da liegen wir tatsächlich bei 83.000 € in so einem Auto. Starten tun wir mit dem Ford-Ausbau bei 68.000 €. Das ist dann eben mit der kleineren Maschine als Schalter. Und die Motorisierung könnt ihr auch alle anbieten, die es halt verfügbar gibt beim Ford Tourneo. Ne? Das heißt, wir haben 130 PS, wir haben 150 PS, 170 PS und die 3 könnt ihr halt anbieten. Der Allradantrieb, den gibt es, glaube ich, nur mit 170 PS. Ne? Kann das sein? Richtig, genau. Ja, korrekt, ne? Genau, ja. Und ihr habt den Wagen in der L1-Variante hier zurzeit stehen, also das ist kurzer Radstand. Könntet ihr auch grundsätzlich den Wagen auch in der langen Radstand-Variante ausbauen? Also das ist möglich, dass wir das in der Zukunft vielleicht noch einmal machen werden. Aktuell bieten wir ihn nur in dieser Variante an. Genau. Und du hast mir beim Vorgespräch vor ein paar Tagen auch erzählt, grundsätzlich könnt ihr auch, wenn jemand ein Fahrzeug anliefert, euch den leeren Wagen dahinstellt, könnt ihr sagen, okay, wir bauen euch den Innenbau. Ja, genau, das können wir auf jeden Fall. Ausbau, ne? Das können wir auf jeden Fall. Also wenn es in dem Ford-Fall dann eben ein Transit Custom ist, wirklich der richtige Kastenwagen, dann geht das. Bei den anderen Fahrgestellen ist das natürlich dann der Vito oder zum Beispiel ein Transporter beim T6, ne? Oder auch ein T5. Das können wir machen. Das ist gar kein Problem für uns. Habt ihr denn irgendwie eine Grenze, wie alt so ein Fahrzeug sein darf? Oder ist es letztendlich dem Kunden überlassen, ob er dir jetzt einen alten VW T3 bringt und sagt, bitte bauen wir da mal irgendwas Schönes rein? Also wir starten tatsächlich mit dem T5, die ja mittlerweile auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Tatsächlich. Ob der Kunde die Investition dann noch leisten möchte, das muss er selber entscheiden. Kann er selber entscheiden. Aber es ist für viele auch eine Möglichkeit, so ein älteres Schätzchen vielleicht noch mal ein bisschen aufzuwerten. Genau, von daher, machen wir keine Vorgaben. Nur das Fahrzeug muss eben von der Basis her kompatibel zu unserem Ausbau sein. Ja, das ist klar. Ein T3 wäre es nicht. Ja. Und ob es jetzt ein Elektroantrieb ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel auch einen Ford Transit, einen großen Transit, könntet ihr sowas auch ausbauen? Nee, einen großen Transit machen wir aktuell noch nicht. Okay, alles klar. Wir sind wirklich ja auch von unserer Firmenphilosophie her spezialisiert auf alltagstaugliche Fahrzeuge. Also alle unsere Ausbauten haben immer das genau auch als Maßgabe, denn die meisten Leute nutzen so ein Auto ja doch mehr Tage im Jahr als Pkw, also um zur Arbeit zu fahren, um die Kinder zum Kindergarten zu bringen, um einzukaufen, was man eben so macht.
Da soll so ein Auto auch gut funktionieren. Das heißt, wir haben immer mindestens 5 feste Sitzplätze im Auto, die dann entsprechend auch hinten mit Isofix und so weiter, dass es wirklich wie ein PKW ist. Und hier beim Ford natürlich auch in der Basis auch mit Assistenzsystemen auf dem allerhöchsten Niveau wieder. Ja. Der ist ja sehr gut ausgestattet aktuell, ne? Logisch. Ja, ist ja alles drin, was geht sozusagen. Ne? Genau, und das haben wir auch bei unseren ersten Fahrten festgestellt, auch mit einem wirklich tollen Fahrkomfort. Ne? Also die 8-Gang-Automatik ist wunderbar, die Motoren sind leise und gut gedämmt, das Fahrwerk ist wirklich toll. Also man merkt hier wirklich schon den Fortschritt in dem Auto. Fortschritt. Und, genau. Und ja, also ist wirklich ein ganz interessantes Gesamtpaket, was wir anbieten können. Habt ihr denn du sagst ja, das ist kein Allradfahrzeug, habt ihr den Allrad auch schon mal irgendwo jetzt bei euch gehabt zum Anschauen, zum Testen zumindest mal irgendwie? Also wir haben ihn noch nicht da gehabt, wir haben aber einige mit vorbestellt. Wir haben ja insgesamt ungefähr 50 Fahrzeuge aktuell, die jetzt in den nächsten Wochen und Monaten bei uns landen werden und dann in den Ausbau geraten, wovon auch ein großer Teil schon verkauft ist tatsächlich. Okay. Und da sind auch einige Allradfahrzeuge bei und wir haben auch immer die Möglichkeit nachzubestellen. Ja? Also wir können jede Konfiguration auch also auch eine Wunschkonfiguration auch direkt bei Ford bestellen. Ja. Klasse, echt toll. Ja, da würde ich mal sagen, fangen wir doch mal ganz kurz an mit so ein bisschen mit dem Interieur. Ich sitze ja hier auf den normalen Ford-Sitzen, die Original-Ford-Sitze, die ihr auf eine Drehkonsole montiert habt. Die werden so nicht geliefert. Das heißt, ihr baut die Drehkonsole wahrscheinlich selber ein. Ne? Wir können beides. Oh, also wenn das Auto Drehkonsolen schon hat, dann ist das natürlich toll. Aber wir haben auch die Möglichkeit, eben Fahrzeuge, die keine Drehkonsolen haben, mit Drehkonsolen aufzuwerten. Ja. Das geht schon. Also ich bin ja jetzt den V710 in der letzten Woche auch schon mal selber gefahren. Tatsächlich als Ford Nugget allerdings in der Ausführung. Ich muss ehrlich sagen, die Sitze sind super komfortabel. Ja. Also ich finde sie sehr gemütlich und vor allen Dingen, was mir bei dem Nuggets, oder beziehungsweise der basiert ja auch auf dem Tourneo Custom, was der allerdings hatte, sind ausziehbare Oberschenkelauflagen. Ja, genau. Die hat der jetzt tatsächlich nicht hier. Ne? Dieser hat sie jetzt in der Ausführung nicht, aber das ist dann eine ausstattungsabhängige Geschichte hier wieder. Ne? Genau. Aber was eben auch auffällt, man hat ja bei dem Tourneo eine Sitzposition, die auch für große Menschen sehr gut geeignet ist. Das ist mir aufgefallen. Ich bin so ein bisschen Sitzriese und das fand ich sehr positiv herausstechend. Ja, das war ja immer ein Vorzeigemerkmal beim Nugget, auch, also beim Ford Custom, Transit Custom oder Tourneo Custom, im Gegensatz zu einem Ducato zum Beispiel, dass man halt eine deutlich einen höheren Aufbau hat hier vorne und man nicht direkt gegen den Holm guckt. Ich bin ja auch nicht gerade klein, ich bin 1,87 groß. Ob ich ein Sitzriese bin, weiß ich gar nicht genau. Aber ich kann halt im Ford deutlich komfortabler sitzen als im Ducato, definitiv. Ja, genau. Also wie gesagt, eine tolle Basis, bei der wir auch sehr viel Spaß beim Ausbau hatten. Ja? Uns da eben halt auch dann passende Ideen zu überlegen, die auch zu dem Charakter des Fahrzeugs passen. Genau. Und da kommt man dann hier eben natürlich auch schon ein Stück weit zu dem, was man dann hier so im Hintergrund sieht. Genau. Das heißt also hier vorne, also bis zu dem Bereich, letztendlich bis zur B-Säule ist es eigentlich ein Standardfahrzeug. Mal abgesehen, dass hier schon das Dach anfängt natürlich. Ja. Und dann beginnt hier der wirklich sehr optisch toll gemachte Ausbau. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin vor allen Dingen von der Farbe total begeistert. Also ihr könnt das wahrscheinlich auf dem Video nicht so ganz genau erkennen. Das ist so ein, ich weiß nicht, Lindgrün, kann man das als Lindgrün bezeichnen? Also es heißt Fjordgrün tatsächlich. Fjordgrün, okay. Genau. Ja, sehr schöne Wortfindung. Ich finde das sehr schön gemacht. Es ist erstmal vom Anfassen her fühlt sich das toll an. Es ist keine raue Oberfläche, es ist wirklich schön glatt. Es fühlt sich wirklich super an. Und es ist schön, was ich halt überhaupt nicht mag, ist, wenn es glänzt. Ja. Es ist leicht matt, es hat eine schöne Haptik, also es ist wirklich toll gemacht. Und du merkst vielleicht auch, die Finger bleiben da nicht so, die Tapser da drauf. Ja, ich sehe jetzt hier so, aber das ist wahrscheinlich dadurch, dass das viele Gäste natürlich herangegrabbelt haben. Zum Ende eines Messetages ist dann schon auch mal ein Fingertapser da, aber im Großen und Ganzen ist das eine sehr optisch ansprechende und pflegeleichte, moderne Oberfläche mit diesem Premium-Matt-Finish. Ja, wie du schon selber sagst, wirkt ganz gut und das haben wir uns überlegt, dass wir das halt auch relativ clean verarbeiten. Also dass wir halt eher mit so kleinen Eingriffen arbeiten, statt mit diesen klassischen Push-Logs, was einfach ein bisschen schöner ist. Das haben wir so ein bisschen integriert. Natürlich alles trotzdem, wie immer bei Salty Blue, auch im Soft-Close. Ja. Genau. Und das finde ich halt schön, weil es halt keine Push-Logs sind, sondern es ist wirklich ein klassischer Griff. Da kann erstmal nichts kaputt gehen. Genau. Es ist deutlich gefälliger, mir gefällt das wirklich gut. Und das ist wirklich, es schließt einfach super, super sanft. Ne? Und dann macht man einen leichten Klick und dann ist es drin. Ne? Also wirklich ganz toll. Ne? Genau, richtig. Ja, und das fühlt sich natürlich auch hier fort, es führt sich fort, da sind wir wieder bei dem Wortspiel, hier im Möbelbau, bei der Küche. Das heißt, hier im vorderen Bereich haben wir den kleinen Kühlschrank. Wie groß ist der Kühlschrank? Der hat 41 Liter. Ja, ist sogar was drin. Genau. Und hier haben wir tatsächlich auch sogar noch mal ein kleines Eisfach oben mit drin. Ja. Ne?
Also die das ist ideal dazu, wenn man mal irgendwo sich ein Langnese-Eis kauft zum Beispiel und dann eben zum Strand fährt und das dann halt so lange da drin aufbewahren kann. Richtig, also das ist kein Problem, das geht schon. Dann haben wir hier im Weiteren noch 2 Schubladen, die auch mit einem Touch-Mechanismus funktionieren. Ja. Ja. Auch mit Soft-Einzug? Die haben jetzt keinen Soft-Einzug, aber sie können nicht zuknallen, weil sie halt eben so einen Touch-Mechanismus haben. Ne? Ja, okay. So gehen die dann auf. Genau, 2 Schubladen und drücken, genau. vielen Dank, genau. Ja, da könnte man jetzt Besteck zum Beispiel reinmachen, ne? Hier oben oder hier unten, genau. Und im unteren Bereich ist dann, glaube ich, das Fach für eine Toilette. Ne? Richtig, sagen, genau. Ne? Da ist sogar eine kleine Trockentrenntoilette drin. Genau, die berühmte Trellino. Ja. Das ist eine recht wertige Trockentrenntoilette, da gibt es ein bisschen einfachere Lösungen. Ja, vor allem ist sie kompakt. Ne? Sie ist schön kompakt, lässt sich hier gut integrieren. Ja. Und es ist ja auch im Wesentlichen für den Notfall mal. Ne? Ja, also, dass eben, man mal nachts oder sowas hat oder wenn man im Stau unterwegs ist. Sie ist dabei. Ne? Wenn man sie nicht braucht, dann lässt man sie halt weg, hat man ein Staufach. Also Stau ist wirklich absolut nutzbar, nützlich, wenn man mal auf die Toilette muss. Das haben wir schon diverse Male mit unserem Fahrzeug gemacht. Das ist also wirklich, wirklich total klasse. Ne? Genau. Genau, dann kommen wir hier oben zu dem Kochfeld und zu dem Waschbecken. Das ist wirklich ziemlich groß und wirklich gut ausgeführt. Also wenn ich mir das anschaue, im neuen Nugget ist es deutlich kleiner. Und vor allen Dingen, was ich hier halt wirklich toll finde, ist, wenn man hier jetzt mal irgendwie was überkochen hat. Ne? Der Topf Nudeln kocht über, man kann das sofort rauswischen und hier im Waschbecken gleich entsorgen. Das finde ich also wirklich toll. Genau. Frischwasser, wie viel Liter habt ihr im Tank? Wir haben 30 Liter Frischwasser 30 Liter. Hier. Genau. Habt ihr einen fest verbauten Tank oder sind das Kanister? Nein, wir haben einen fest verbauten Tank, der sich auch mit einer richtigen Öffnung im Fahrzeug halt eben dann befüllen lässt. Also muss er nicht mit dem Wasser durchs Auto laufen. Von außen befüllen lässt? Ja, oder? genau. Das ist hinten am Fahrzeug. Und genauso dann eben auch einen fest verbauten Abwassertank, der sich dann auch eben tatsächlich hier von innen sogar entleeren lässt. Okay, das heißt, die sind auch innenliegend, die Tanks. Das heißt, wir brauchen uns keine Sorgen um Thema Frost zu machen, irgendwie einfrierende Wassertanks. Solange das Auto beheizt wird, nicht. Natürlich, ne? natürlich, Genau. klar, Also klar, es kann natürlich, wenn das Auto 2 Wochen bei minus 5 Grad draußen steht, dann wird auch was einfrieren, ja, ganz klar. Logisch. Aber wir dämmen die Fahrzeuge und die Tanks sind alle im gedämmten und beheizten Bereich. Ja, ne? ja. Genau. Wunderbar. Ja. Dann haben wir noch den Tisch. Der ist auch richtig schön gemacht. Also das finde ich hier oben drauf, finde ich auch sehr schön. Fühlt sich sehr gut an, fühlt sich sehr wertig an. Und vor allen Dingen, der ist auch auf Schienen gelagert. Man kann ihn also wunderbar dahin schieben, wo man braucht. Das heißt, ich könnte jetzt hier zum Beispiel super sitzen, auch mit dem Laptop ein bisschen was arbeiten, während da vorne jemand sitzt und vielleicht einen Kaffee kocht oder gegebenenfalls auch mal irgendwie aufs Tablet im Fernsehen irgendwas schaut. Und wenn man dann essen will, schiebt man den einfach ein bisschen weiter in die Mitte. Und vermute mal, das wird der Björn wahrscheinlich gleich zeigen, kann man die Sitzbank auch noch ein Stück nach vorne schieben. Das können wir auf jeden Fall. Dass man hier auch ein bisschen näher am Tisch dran sitzt. Ne? Das geht. Hier hat dann eben verschiedene Rasten, wo sie dann eben einrastet. Und so könnten wir doch jetzt schon ganz gemütlich essen. Ne? Könnten eine Runde Skat spielen oder ein Bierchen auch trinken. Das. Ne? Perfekt, ne? Genau. Ja, dann kommen wir mal zu der Sitzbank. Ja. Die Sitzbank ist wirklich toll, weil wir haben eine Dreier-Sitzbank für 3 Personen. Das Fahrzeug ist ja auch für 5 Personen zugelassen. Richtig, ne? Das heißt, wir haben 3 Gurte auf der Rücksitzbank. Wie sieht das aus mit Isofix-Punkten? Genau. Wir haben 2 Isofix-Punkte, also für die beiden äußeren Sitzplätze, so wie das im Pkw-Bereich auch üblich ist. Ja, genau. Du hast ja gerade schon gezeigt, man kann die also wunderbar verschieben. Das geht auch wirklich super einfach. Ne? Ja, also es ist einfach nur der Hebel hier und dann, wie gesagt, ist sie halt eben beweglich und man kann sie wirklich ganz bis nach vorne stellen, dass man gerade so noch zur Tür rauskäme und auch wirklich fast bis ganz nach hinten im Fahrzeug schieben. Genau. Und unter der Bank haben wir noch ein Fach oder ist das einfach angedeutet? Oder? Nee, da ist natürlich auch Stauraum. Also hier haben wir einmal die Möglichkeit, das aufzuklappen, einfach als Durchlademöglichkeit, wenn man mal nicht die ganze Bank verschieben will, sondern man war vielleicht beim schwedischen Möbelhaus und hat da mal was Längeres geholt. Oder beim Skifahren. Genau. Oder so, genau, zum Beispiel auch das. Einfach für die Flexibilität im Alltag, das Thema Alltagsauto wieder. Ne? Okay. Ja. Und dann natürlich klar, logisch, man kann die auch zu einer Schlafbank umbauen. Ja, genau. Also die lässt sich in ein paar Sekunden eben auch dann zur Schlafbank umbauen. Und da brauchen wir auch keine extra Polster für oder so, sondern das ist einfach klick, 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 ist das Ganze eben dann. Genau, und das würde ich sagen, zeigen wir gleich mal ganz kurz. Wir wollen aber eben noch mal ganz kurz über das Dach reden. Ja. Denn wir haben hier leider, ich sag mal leider ein Aufstell- oder nur ein Aufstelldach. Die einen sagen so. Wir haben im Vorgespräch mal darüber gesprochen, oder ich habe euch gefragt, ob ihr auch Hochdächer bauen könnt. Dann hast du mir gesagt, nein, das können wir leider nicht. Ihr habt euch also auf das Aufstelldach spezialisiert, aber das ist von der Qualität her wirklich hervorragend ausgeführt. Und was ich halt total klasse finde, ist diese
nennt ihr das Open Sky Funktion? Ja, genau. Ja, ne? Ja, richtig. Also die Open Sky Funktion ist ja wirklich diese Funktion, dass man, sieht man hier diesen großen Reißverschluss, der einmal ganz rumläuft. Da können wir also wirklich den kompletten Zeltbalk öffnen. Hier hinter uns steht auch noch mal ein Auto, wo das mal zu sehen ist. Dann liegen wir wirklich im Freien da oben und so an der richtigen Stelle mit einem Buch und einem schönen Kaffee da oben liegen. Das hat schon was für sich. Aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn es dann vielleicht mal am See doch ein paar nervige Plagegeister gibt, haben wir auch die Möglichkeit, halt eben einfach nur links und rechts aufzumachen. Da ist dann ein Moskitoschutz davor. Ja, genau, um dann halt Frischluft dann nur reinzukriegen, ganz genau. Aber ich glaube, das ist schon eine ziemlich coole Funktion, wenn man sich dann morgens hier hinlegt, das Bett runtergeklappt hat, die erste Tasse Kaffee mit Blick auf die Ostsee. Genau. Ne, irgendwo in Warnemünde, man schaut sich die dicken Pötte an, die da in den Hafen reinfahren. Das ist schon, glaube ich, schon eine ziemlich coole Sache. Und das Bett ist wie groß? Das Bett hat 1,90 Meter mal 1,25 Meter. Hat ein Tellerfedersystem, dass man also auch bequem und vernünftig oben liegen kann. Und was wir hier halt eben noch integriert haben, sind eben die LEDs, wie man hier sieht. Genau, ja. Ne, genau, die sich übrigens auch, da können wir natürlich auch noch mal ein bisschen mit rumspielen. Also da können wir natürlich auch jede das ist, glaube ich, Farbe heute Standard, glaube ich. Das kann, glaube ich, jede LED-Leuchte heutzutage. Ne? Auch so ein bisschen dimmen natürlich, wenn wir das wollen. Ne? Und ich sehe gerade auch, das habt ihr natürlich auch im Dach, in der Dachschale auch integriert. Ne? Ja, genau. Ja. Also wenn man jetzt das Bett runterklappen würde, dann hätte man es eben oben auch in der Dachschale. Und dann ist auch der Lichtschalter hier vorne noch mal positioniert, dass man halt eben auch von oben, wenn man im Bett ist, separat Licht schalten kann. Ne? Genau. Ja. Sehr schön. Das ist gedacht, ne? Das Bett unten, haben wir, glaube ich, gar nicht gefragt. Wie groß ist das denn? Das hat die gleichen Maße. Also auch 1,95 oder 1,90 Ja, genau. Also man kann durchaus mit vier Erwachsenen eben im Auto gut schlafen. Okay, super. Ne? Dann haben wir noch eine Sache hier vorne, direkt bei mir am Knie ist das Bedienpanel für eure Bordelektronik. Die sieht auch ziemlich modern aus. Ja, das ist tatsächlich auch eine Neuentwicklung. Das haben wir gemeinsam mit einem Automobilzulieferer entwickelt, explizit für uns. Also es ist exklusiv für solche Luftfahrzeuge. Und da haben wir, wie du siehst, ein kleines OLED-Display, was uns die Informationen gibt über Batteriestand, Tankstand und so weiter und so fort. Oh, genau. Das habe ich ausgemacht. Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Drück doch gerne nochmal hier auf den Lichtschalter. Genau. Und dann kriegst du oben. Oh, das fährt ja schön hoch. Das ist ja toll. Ja, genau. Genau, da hast du dann eben alle Informationen, kannst auch alles separat steuern. Du kannst auch zum Beispiel für den Winter, kannst du auch sagen, ich will die Wasserpumpe abschalten, dass man eben entlüften kann. Und diese Elektrik, die dahinter steckt, was man hier ja gar nicht so sehen kann, ist auch eben auf einem automotiven Niveau. Also es ist ein Automobilzulieferer, da ist keine Bastelei irgendwie bei, sondern das ist alles wirklich eine zentrale Technik. Box und eine robuste Technik, die im Zweifel, sollte wirklich mal was sein, auch jeder Laie mit 4 Schrauben austauschen kann. Okay. Ne? Genau. Gibt es da eine App-Steuerung zu? Eine App-Steuerung haben wir bewusst darauf verzichtet. Das hatten wir entwickelt und haben es auch schon vorgestellt, genau letztes Jahr in Stuttgart. Aber das ist von den Kunden überhaupt nicht angenommen worden. Also da war gar kein Interesse da. Waren wir selber überrascht, weil wir spielen ja auch gerne alle rum. Logisch. Und heute hat jedes Auto eine App. Also von daher irgendwie haben wir gesagt, das können wir ja auch machen. Aber es ist tatsächlich so, dass unsere Gespräche mit unseren Interessenten, mit unseren Kunden einfach ergeben haben, die Leute wollen am liebsten haptische Knöpfe, Schalter. Ne, Knöpfe, Schalter, das soll unkompliziert sein. Und das passt auch zum Thema Camping eigentlich ganz gut, wenn man mal drüber nachdenkt, dass man da nicht noch die 47. App auf dem Handy hat. Ist richtig, ja. Vor allen Dingen, es gibt ja auch dann oft das Problem, dass irgendwas nicht funktioniert. Ne? Wir haben das leider im Nugget auch oft gehabt, dass gerade bei dem Bediendisplay des vorherigen Modells das Display halt oft nicht funktioniert hat. Genau. Es gab Fehlermeldungen, Störungen, Abstürze, wie auch immer. Und jetzt hat man halt ein neues Bedienpanel eingebaut. Es gibt eine App-Steuerung, aber da gibt es aber auch Einschränkungen. Und du hast schon recht, also so eine bewährte Technik mit Knöpfen, hier sind jetzt als Touch ausgeführt allerdings, hat auf jeden Fall eine Robustheit, die man sicherlich schätzen weiß irgendwann. Ne? Definitiv, ganz genau, und man darf das eben nicht vergessen. Wenn wir das Auto bauen, dann dürfen wir dabei nicht aus den Augen verlieren, dass der Kunde damit in den Urlaub fährt. Ja. Das ist die wertvollste Zeit des Jahres. Klar. Und wenn da, nur weil irgendwo ein Bug drin ist in der Elektronik, weil wir uns verspielt haben, sage ich mal, weil das alles zu kompliziert geworden ist, wenn deswegen der Urlaub zu Ende ist, dann haben wir nichts gewonnen. Dann habt ihr nichts gewonnen. Ne? Dann hören wir lieber zu und bauen das Auto so, dass es auch robust ist und solide ist und dass nicht Gefahr läuft, für schlechte Laune zu sorgen. Ja, das stimmt, das stimmt. Bevor wir jetzt gleich mal das Bett umbauen und du uns zeigst, wie das funktioniert, habe ich noch eine Frage zur Heizung. Gerne. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Richtig. Habt ihr eine Gasheizung oder habt ihr eine Dieselheizung? Ja, wir haben eine Dieselheizung. Ja. Also Kraftstoff ist ja in der Regel im Tank immer da und ist auch europaweit in gleicher Qualität überall verfügbar. Genau.
Und da haben wir hier eine 2 Kilowatt starke Dieselheizung, die wir so ausgeführt haben, dass sie auch möglichst effizient arbeitet. Das bedeutet, die Verbrennungsluft wird separat, also wird von außen angesaugt und natürlich auch außen wieder ausgestoßen, ganz klar. Ja, ja. Aber die Heizluft, die saugen wir hier im Fahrzeug an und stoßen sie dann eben auch im Fahrzeug aus, dass wir halt eben nicht minus 5 Grad kalte Luft wieder erhitzen müssen, sondern eben vielleicht die 18 Grad. Schon erwärmte Luft. Das heißt also, es geht deutlich schneller. Richtig. Ne? Das heißt also, das Auto heizt sich schneller auf. Und wir verbrauchen auch weniger Brennstoff. Ja, genau. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja, genau. klar. Das Ganze natürlich thermostatgesteuert. Da haben wir hier die Bedieneinheit. Ja. Und genau, kann man einfach sagen, welche Gradzahl man da haben möchte. Und dann muss man sich um die Heizung auch nicht mehr kümmern. Ja, genau. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, weil ich das nämlich hier vorne noch mal sehe, ist, ihr habt das Auto noch mal grundsätzlich gedämmt. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor bei uns. Viele, gerade größere Hersteller, verzichten da komplett drauf, weil es aufwendig ist und Handarbeit. Das kann man nicht maschinell machen. Und ja, wir legen da großen Wert darauf, dass die Fahrzeuge auch alle sauber gedämmt sind. Ja. Denn man merkt es schon jetzt, wie wir uns unterhalten, die Akustik. Erstmal die Akustik und vor allem, man merkt auch, dass es warm hier drin ist. Ne? Genau, es läuft natürlich keine Heizung, wir sind in der Messehalle, ganz klar, aber trotzdem ist hier drin wirklich eine angenehme Wärme. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man mit dem Ausstelldach jetzt geöffnet draußen auf dem Parkplatz steht, wir haben aktuell Temperaturen -3, -4 Grad in der Nacht, kann ich mir schon vorstellen, dass das also ein deutlicher Unterschied ist zu einem nicht gedämmten Fahrzeug. Ja, also das mit Sicherheit, ja. Das merkt man ganz deutlich und wie gesagt, da kommt dann wieder der Faktor, es soll ja auch ein Alltagsauto sein. Es macht einfach einen Unterschied, was den Geräuschkomfort angeht, wenn Sie die Wände nochmal dämmen. Ja. Das ist Kannst du sagen, wie stark die Dämmung ist? Ja, das sind 9 bis 12 Millimeter. Das ist je nach Stelle am Fahrzeug ein bisschen unterschiedlich. Ist, ne? Genau. Und dann habt ihr das ganz schön mit einem Filz verkleidet, das kann man jetzt sehen. Ich klappe mal das ein bisschen runter. Genau. Vielleicht kann das Kamerakind Nikolai mal ein bisschen näher rankommen. Man kann das hier vorne nämlich schön sehen, das ist aber auch wirklich schön mit einem tollen Filz verkleidet, fühlt sich also schön an. Ist also nicht so wie in anderen Fahrzeugen, dass man hier das blanke Blech hat oder irgendwie Kunststoff oder so. Nein. Das ist also wirklich sehr, sehr hochwertig. Genau, also wir versuchen natürlich immer eine gute Integration des Fahrzeugs mit dem, was wir dann einbauen. Ja. Und hier haben wir jetzt einen Tourneo, der ja auch von Haus aus schon Kunststoffverkleidung hat. Ist, ne? Genau. Ja. Die versuchen wir auch im Großen und Ganzen sozusagen zu erhalten. Hier auf der rechten Fahrzeugseite hat man ja auch diese Optik, die der Tourneo eben haben soll. Genau. Und hier auf der linken Seite ergänzen wir das dann eben so ein bisschen mit der Möbelzeile sowieso, aber dann eben auch, dass es halt eben ein bisschen hübsch und stimmig alles ist. Ja. Genau, das soll schon so sein. Ne? Genau. Sehr schön, sehr schön. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal nach hinten. Und da hinten gibt es auch noch ein bisschen was zu gucken. Wir haben da noch ein paar Klappen und ein paar Schiebeschränke und vor allem, ich sehe da hinten nämlich auch eine kleine Dusche, eine Außendusche. Und vielleicht werde ich nachher mal hier vorne einen Vorhang stellen und mich noch mal so ein bisschen duschen. Das machen wir. Schauen wir mal. Okay. Bettenbau. Richtig. Das ist eine Bank von einem großen deutschen Hersteller, kann man ja sagen, ist von Raimo, glaube ich. Ne? Genau. Ganz genau. Also ein Produkt, was in vielen, vielen anderen Camper-Ausbauten halt auch so verwendet wird. Ihr habt aber hier auch einen sehr schönen Bezug, muss ich ehrlich sagen. Vielen Dank. Der korrespondiert ist natürlich nicht so ganz mit dem Originalbezug von Ford. Das ist hier ganz noch klar. Nicht, genau. Aber ich finde es sehr schön, vor allen Dingen, man sitzt da auch sehr gut drauf. Man hat also eine sehr schöne Ausformung. Und es gibt 3 Kopfstützen. Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt 2 Isofix-Punkte für Kindersitze. Ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Hat eigentlich der vordere Sitz, der Beifahrersitz hat keine Isofix-Punkte. Der hat keine Isofix, nein. Tatsächlich nicht, okay. Das heißt also, ich habe gerade Enkelkinder bekommen, das heißt also da denkt man drüber nach, für mich ist das halt sehr wichtig inzwischen. Ja. Muss man halt auch darauf achten. Und was ich halt cool finde, ist, es gibt ja auch wirklich 3 vollwertige Gurte. Das ist ja bei einer Dreiersitzbank auch nicht immer unbedingt gegeben. Manchmal gibt es immer noch einen Beckengurt, was ich halt ganz, ganz furchtbar finde. Nee, das ist heutzutage halt nicht mehr angesagt. Ja, das ist also wirklich völlig out. Ne? Und wie gesagt, 3 Kopfstützen. Und dann würde ich mal sagen, Björn, zeig das mal, wie schnell man das zum Bett umbauen kann. Ja, tatsächlich. Hast du eine Stoppuhr? Warte mal, ja, tatsächlich. Pass auf. Das sind wirklich 2 Handgriffe. Kommt man übrigens auch noch mal schön an den Stauraum ran bei der Gelegenheit. Ja. So, der ganz große Vorteil ist halt eben, dass wir wirklich direkt die gepolsterte ebene Fläche haben. Wir brauchen hier keine Zusatzpolster durch die Gegend fahren, die auch immer Stauraum brauchen, sondern man hat eben direkt sein Bett. Und genauso schnell ist das Ganze dann eben auch wieder zurückgebaut. Das heißt, erstmal die Rückenlehne. Das ist echt fantastisch. So. Also das ist aus meiner Sicht die beste Lösung, die es dafür gibt. Ja.
Ne? Gut, man hat jetzt natürlich ein paar Ritzen, hat man, also die 2 Kanten sieht man oder spürt man wahrscheinlich auch, wenn man drauf liegt. Wenn jemand jetzt so ganz empfindlich, der nimmt sich vielleicht einen kleinen Topper mit, das kann man machen. Oben drauf, kann man natürlich machen, aber es sah auf jeden Fall so aus. Ich würde auch gleich mal ganz gerne noch mal Probe liegen, das schneide ich dann aber ins Video rein oder wir lassen es ganz weg, mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall cool. Und wie weit kann man die Bank jetzt nach vorne schieben? Wie weit geht das? Also ganz bis nach vorne. Also so, theoretisch, du siehst ja hier schon im Boden quasi diese Löcher und das sind immer die Stopppositionen für die Bank. Also man könnte die Bank weiter nach vorne schieben, als dass man dann gar nicht mehr rauskommt an der Seite. Also wäre das im Prinzip so wie normaler, sagen wir, Tourneo als PKW, wenn man ihn benutzt. Man schiebt die Bank nach vorne, die Kinder oder Erwachsenen können hier vorne gleich einsteigen, sich hier gleich hinsetzen. Gar kein Problem. Und man hat hinten halt einen riesengroßen Stauraum. Genau, das geht. Und wenn das nicht reicht, kann man dieses Bank auch rausnehmen. Genau, perfekt. Wäre es theoretisch möglich, hier vorne noch einen Einzelsitz einzubauen? Nein, das bieten wir im Moment nicht an. Genau. Es kann sein, dass das vielleicht noch mal kommt, aber im Moment bieten wir es noch nicht an. Alles klar. Etwas, worauf wir immer noch besonders Wert legen, ist, dass gerade so die Jugend heutzutage, die brauchen immer viel Strom. Ja. Und deswegen haben wir hier auch im Bereich der hinteren Sitzbank viel Strom verbaut. Und zwar alles auf USB-C-Basis. Ja, ist ja heutzutage Pflicht fast. Also zumindest ist zum Standard geworden bei Elektrokleingeräten. Richtig, genau. Und worauf wir besonders stolz sind, wir haben auch standardmäßig eine 100 Watt starke USB-C-Dose hier drin, also eine Schnellladedose, mit der man zum Beispiel unterwegs auch ganz autark mal einen Laptop laden kann, auch ohne dass das Auto läuft, ohne dass man an Strom angeschlossen ist. Und das geht eben so ein bisschen in Richtung Autarkie dann natürlich. Okay, ne? Genau. Was habt ihr denn für eine Batterie verbaut hier im Fahrzeug, standardmäßig? Wir haben jetzt eine 100 Ampere-Stunden starke AGM-Batterie, aber optional bieten wir auch eine Lithium-Batterie. Das glaube ich heutzutage auch Standard, dass man das zumindest anbietet als Option. Ganz für einen Alltagscamper brauchen es nicht alle, wollen es auch gar nicht alle haben, weil Lithium-Batterien haben ja auch ihre sag ich mal, Schattenseiten, müssen beheizt werden, brauchen ein bestimmtes Temperaturfeld und so weiter. Aber wir bieten es alles an, so wie der Kunde sich das wünscht. Genau. Habt ihr denn auch einen Ladebooster verbaut im Fahrzeug? Ja, in unserer Elektrobox ist auch ein Ladebooster mit verbaut. Okay. Genau. Wie stark ist der? Wie viel Ampere macht der? Der macht, jetzt hast du mich erwischt. Müsste ich tatsächlich einmal gucken. Alles gut, kein Problem. Können wir ja dann einschneiden. Blende ich euch oben ein. Ich glaube 10? 30. 30 Ampere. Ja, genau. Ist glaube ich auch Standard. Für so eine AGM-Batterie, 100 Ampere-Stunden sagst du, ne? Ja, ganz genau. Ne? Ja, wunderbar. Perfekt. Ja. Dann schauen wir uns mal das Fahrzeug von hinten an. Das da gibt es auch noch mal was Schönes. So, jetzt stehen wir hier in einer dunklen Ecke und das Fahrzeug ist von hinten nicht beleuchtet, deswegen habe ich hier so ein kleines Lämpchen in der Hand. Und der Björn zeigt uns mal so ein bisschen, wie das Fahrzeug von hinten aussieht. Ja, genau. Wir haben hier genau einen Teil der Schlafbank, der Lehne sozusagen. Ne? Den wir natürlich aber auch verschwinden lassen können. Ja. Hier ist auch nochmal die Aufnahme für den Tisch. Wenn man den vorne nicht haben will, kann man den hier auch schön weg verstauen. Genau, und dann haben wir natürlich hier nochmal rechts ein bisschen Stauraum, einfach offenen Stauraum, auf der linken Seite genauso. Hier sind auch Revisionsklappen, um nochmal an die Tanks zu kommen bei Bedarf, für Reinigung und Desinfektion. Genau, dann haben wir natürlich fahrzeugseitig hier die Bedienung für die schwenkbare elektrische Anhängerkupplung. Das ist jetzt der Teil, der jetzt standardmäßig vom Ford Tourneo noch ist sozusagen. Das habt ihr nicht verändert, ne? Das nicht, aber wie man sieht, haben wir es hier so ein bisschen aufgegriffen, alles nochmal, ne? Dass es so ein bisschen integriert ist. Habt ihr denn auf die Dämmung nochmal zurückzukommen, habt ihr denn das auch ausgebaut und das auch gedämmt? Dämmen und bauen es wieder ran. Okay, perfekt. Genau, also das, was Ford sich gespart hat, holen wir nach. Ja. Genau, und wie gesagt, 12 Volt Anschluss haben wir hier unten nochmal. Und dann haben wir von hier hinten natürlich auch einmal den Gaskasten selber. Also der ganz klassische Gaskasten für unsere 1,8 Kilo Flasche. Ihr verwendet die Campinggasflaschen? Genau. Die kleine, das ist die 903, glaube ich, ne? Kann das sein? Die 1,8 Kilogramm? Genau, mit 1,8 Kilogramm. Ja. Und da wir ja Gas nur zum Kochen brauchen, hält die überhaupt kein Thema. Ewigkeit. Also wirklich ein ganzes Jahr. Genau. Bei mir ist leider jetzt der Gasdruckregler gerade kaputt gegangen, als ich hier angekommen bin auf die Messe. Ist doof, aber hast du noch einen Ersatz? Ich hatte eine Notlösung. Ein Kollege von Ford hat mir so einen Gasdruckregler für eine Schraubkartusche gegeben. Ja, sonst würde ich dir einen mitgeben. Das ist kein Problem. Perfekt, hat funktioniert. Sehr schön. Also genau. Ja, und dann wie gesagt ein bisschen Stauraum hier noch für die Dusche, dass man den Duschraum verstauen kann. Genau, und das ist dann eben unsere mobile Außendusche, ganz genau, die ich gleich nutzen werde, wenn wir machen dann hier die Klappe zu und stelle mich dann auch vorher schon mal zur Seite gehen, damit man das besser sehen kann. Sehr gut. Perfekt. Sehr gut. Genau, dann haben wir hier an der Seite, das ist ein bisschen innovativ mal, den Wassereinfüllstutzen. Und zwar haben wir den versteckt sozusagen. Der ist nicht von außen sichtbar in der
Karosserie, sondern wir haben ihn hier in diesem Bereich, der ja komplett wassergeschützt ist. Das heißt, wir haben den Ausbau vor Wasser geschützt und dieser Bereich ist auch vor Staub und Dreck und so weiter. Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Beim Fahren so geschützt. Und man kommt hier, man denkt ja erstmal, das ist ja total doof, kommt man gar nicht ran. Aber man kommt sehr gut dran, sowohl mit einer Gießkanne als auch mit Schlauch. Ne? Also das ist tatsächlich mal ein bisschen was Innovatives, was wir uns auch und vor allen Dingen kommt auch keiner dran, wenn die Heckklappe geschlossen ist. Es ist ja oftmals so, dass man von außen halt vielleicht doch irgendwie das Schloss knacken kann und an den Wassertank rankommt. Genau, das geht nicht. Vor allem, wenn die Klappe zu ist, kommt man eh nicht dran. Genau. Ne? Also das ist, vom Anschluss her ist das eine Lösung aus dem Bootsbau. Also auch ein bisschen was Hochwertigeres. Und da wirklich, also aus unserer Sicht einfach die perfekte Position. Cool, das ist echt sehr innovativ. Finde ich klasse. Genau, dann haben wir die klassische Heckklappe. Hier im hinteren Bereich hat man bei anderen Produkten vielleicht die Möglichkeit, einen Tisch unterzubringen. Aber da haben wir den Vorteil bei euch, ihr habt ja riesen viel Platz unter der Sitzbank. Also das ist wirklich eigentlich wie ein Kastenwagen, ne? Von der Größe her, ne? Also ich sag mal, ein Ducato hat da vielleicht in der Höhe ein bisschen mehr, aber in der Tiefe nicht. Nee, tatsächlich. Und um jetzt mal das augenscheinliche Konkurrenzprodukt hier zu sagen, aber und wenn das nicht reicht, schieben wir die Sitzbank eben weiter nach vorne. Ja, klar. Vor allem, man könnte hier noch ein bisschen was an Kisten reinbauen zum Transportieren. Gerade wenn man jetzt in irgendeiner Art und Weise noch irgendwas hat. Geschirr, was jetzt vielleicht nicht in die Klappen passt, kann man hier natürlich auch eine ganze Menge noch an Sachen unterbringen. Genau, also Euroboxen machen ja da viele. Ja, ne? absolut, genau. Ansonsten, du sagst ganz normale Heckklappe. Ein kleines Detail haben wir hier noch. Hier siehst du so ein schwarzes Kästchen. Okay. Das ist tatsächlich... Heckscheibenwischer? Nee, das ist die Kamera für den digitalen Innenspiegel. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben hier eine Vollausstattung. Okay. Und wir sind ja immer daran interessiert, dass das alles möglichst gut funktioniert. Ja. Und wir haben ja beim Camper immer das Thema, durch Sitzbank und alle Einbauten und so weiter, dass man den Innenspiegel in der Mitte meist gar nicht nutzen kann. Nee, stimmt, ja. So, und da das ja aber ein Alltagsauto sein soll, ist das natürlich schöner, wenn das geht. Und so haben wir eben einen digitalen Innenspiegel. Da wird also hinten quasi, ist die Kamera drin und vorne haben wir dann halt eben oben, sieht aus wie ein Spiegel, ist aber ein Display. Aber das ist Ford Standard oder ist das Zubehör von euch? Das kommt von Ford, aber ist natürlich aufpasspflichtiges Extra. Okay, das heißt, aber es gibt noch eine normale Rückfahrkamera zusätzlich? Die ist zusätzlich dabei. 360-Grad-Kamera haben wir hier im Auto, also wirklich diesen Blick von oben. Ja. Wie gesagt, es ist eine Vollausstattung. Für die aber der Spiegel selber ist noch als Spiegel erkennbar. Das heißt, ich kann mich im Gesicht, können wir gleich mal schauen, ich kann mich sehen sozusagen, aber es werden Informationen eingeblendet wie ein Bild, ein Kamerabild. Man kann umschalten zwischen dem manuellen klassischen Spiegel und dem Kamerabild. Ach, das ist ja verrückt. Ja, genau. Ne? Habe ich schon mal gehört, dass es angeboten wird bei Ford, aber tatsächlich habe ich es noch nie gesehen. Wenn man das erste Mal hört, denkt man, wozu braucht man das denn? Ja. Aber es ist wirklich sinnvoll. Das stimmt. Ja, ich habe mir so eine Kamera, so einen Kamerarückspiegel selber mal nachgerüstet, weil ich halt man kann nicht sehen im Nugget, ist ja noch so, dass man halt die große Küche hat da hinten und man hat überhaupt keine Rücksicht nach hinten, ganz genau. Und so hat man auch während der Fahrt jederzeit die Möglichkeit, mal zu gucken, was hinter einem passiert. Ne? Genau. Also ist schon eine coole Sache. Auf jeden Fall und deswegen ist es hier mit drin. Ja, genau. Prima. Jetzt sehe ich gerade, die Leute sind wieder aus dem Auto raus. Ich würde mir ganz gerne mal das Dach anschauen. Also einmal noch mal ins Bett oben reinblicken und vielleicht, dass du mir auch noch mal zeigst, wie man das Dach zusammenklappt. Das kriegen wir hin. Sehr schön. Ihr wisst jetzt, was kommt. Ich habe jetzt meine Schuhe ausgezogen, weil Björn mich darum gebeten hat, wenn ich jetzt nach oben ins Bett klettere. Denn ich möchte einmal gucken, wie das da oben ausgestattet ist. Björn hat ja gesagt, es gibt Tellerfedern da oben. Und das ist ja für mich als 75 Kilo schweren Mann auf jeden Fall total wichtig, dass ich komfortabel liegen kann im Fahrzeug. Und jetzt schaue ich mal, ob ich da nach oben komme und gucke an, wie komme ich nach oben. Ganz, ganz wichtig. So, genau. Genau, das Bett befindet sich ja oben in der oberen Position. Und jetzt gehe ich einfach mal hin und ich denke mal einfach runterziehen. Ne? Korrekt, genau. Ist hydraulisch unterstützt, genau. Super einfach. Vor allen Dingen, es gibt keinen Knick irgendwo, wo es nochmal in irgendeiner Art und Weise nochmal zusätzlich gedrückt werden muss, sondern es ist einfach eine Fläche, die einfach runtergezogen wird. Es funktioniert satt, es liegt gut auf. Und raufklettern, denke ich mal, geht einfach über die Sitze. Ne? Genau, am besten nimmst du den Fahrersitz. Ja. Und dann kannst du sozusagen hier vorne noch mal einen Fuß oben drauf. Die haben wir extra freigelassen, dass du noch eine Trittstufe hast. Genau. So, und dann schaue ich mal, ob ich hier hochkomme. Juhu. Das sieht auch sehr sportlich aus. Ich bin oben. Ja. Und das fühlt sich sehr komfortabel an, muss ich sagen. Wir haben hier eine kleine, das ist eine Kaltschaummatratze oder eine Viscogel-Matratze, Björn? Das ist eine Kaltschaummatratze. Eine Kaltschaummatratze, ne? Darunter haben wir dann die Tellerfedern. Genau. Und das Ganze sorgt eben dafür, dass du dort, dass dein
Gewicht mit 75 Kilo, was du ja gesagt Ja, genau. hast. Das prüfen korrekt. wir auch nicht. Ja. Dass wir das hier punktelastisch verteilen können und du morgens aufstehst, also wie im Urlaub. Und das Ja. soll ja auch genauso sein. Sehr gut. So, und jetzt lege ich mich mal ganz lang hin und schaue mal, ob ich in irgendeiner Art und Weise irgendwo drankomme. Das heißt, ich liege jetzt hier wirklich mit dem Kopf nicht ganz an der Kante der Matratze. Meine Füße berühren noch nicht das Ende des Daches. Wenn ich sie nach hinten ausstrecke, komme ich natürlich dran, ganz klar. Und Platz für eine Begleitung hast du auch noch, oder? Platz für eine Begleitung ist da. Nikolai wird jetzt einfach eigentlich normalerweise mit nach oben kommen. Aber das ist schon ziemlich toll. Fühlt sich sehr gut an. Wenn Und du ich dann die finde richtige Begleitung hast da oben, Stebo, Ja, dann würde ich natürlich sagen, müssen wir die Beleuchtung noch mal ein bisschen verändern. das ist ja Vielleicht cozy. auch ein bisschen runterdimmen, das Ganze. Ne? Ich kann jetzt aber die Beleuchtung nicht mit einer Fernbedienung von hier oben liegend ändern. Das heißt, ich müsste jetzt Gib sie theoretisch... dir eben hoch. Bitte? Gib sie dir eben hoch. Ach, hast du eine bitteschön. Fernbedienung? Das ist ja unglaublich. Also die Bedienung ist tatsächlich hier magnetisch befestigt. Man sieht es ja nicht erst als Fernbedienung, aber genau so ist es, richtig. Ach, guck mal, das ist ja toll. Kann ich das Licht ändern, die Lichtfarbe ändern, ich kann die Helligkeit ändern. Oha. So, jetzt habe ich aber gerade was Furchtbares eingestellt und wenn ich auf W drücke, wird es wieder weiß. So sieht's aus, genau. Das ist ja intuitiv, ich habe sofort verstanden, wie es funktioniert. Genau, und wenn du mit der Fernbedienung nicht drum hantieren möchtest, hast du aber auch noch die klassischen Schalter, die du auch von oben aus dem Bett heraus Ja. erreichen kannst. Ne? Sehr gut. Ja, dann haben wir hier den Vorteil, wir können hier an den Seiten aufmachen. Du hast ja gesagt, wir haben die Skyroof-Funktion. Wir können das Dach also komplett öffnen. Wir haben hier oben im Bug sozusagen noch diese Zwangsbelüftung oder Zwangsentlüftung hier oben. Das heißt, hier oben ist also immer ein bisschen Luftzug da drin. Und was ich sehr schön finde, ist, dass es hier noch die Möglichkeit gibt, wirklich mal das Fenster zu öffnen, auch wenn es regnet. Genau. Dass man also hier eine Plexiglasfolie hat sozusagen, wo man dann trotzdem Licht reinlassen kann, falls es dann doch mal irgendwie wie aus Eimern schüttet. Was ja in Norddeutschland durchaus mal vorkommen kann. Gelegentlich, ja. Gelegentlich, ganz genau. Ja, dann würde ich sagen, jetzt könnt ihr mich dabei beobachten, wie ich wieder vom Bett runterklettere. Ja, ein bisschen weiter noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, das sieht gut aus. Okay. So, perfekt. Das sah jetzt bestimmt super elegant aus. Und genauso Tatsächlich, hier schnell. ist ja noch eine Folie auf der Matratze drauf, deswegen ist das leider ein bisschen rutschig. Aber ich muss sagen, ist schon von der Größe her gar nicht so schmal. Ne? Also es reicht wirklich für zwei Personen. Ja, absolut. Ne? Und ich sehe gerade, wie groß bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 1,81, aber ich bin außer Norm geraten. Ich bin oben länger als unten, hätte ich fast gesagt. Also, genau. Können wir gerade mal tauschen? Weil ich will Können mal wir schauen, ob ich machen, da ja. sitzen kann, ohne dass ich großartig mit dem Kopf an die Decke stoße. Nö, tatsächlich, du bist tatsächlich von Ja. oben rum größer. Das ist ja unglaublich. Tja, du, Ne? was soll Ich ich bin sagen? 1,87 m. Ich bin nur 1,81, aber ja, Das ist ja unfassbar. komisch verteilt. Also ich kann ja wirklich mit dem runtergelassenen Dach hervorragend sitzen. Das heißt also als Alltagsfahrzeug perfekt nutzbar. Vollkommen. So, wenn man mit Kindern unterwegs ist, sowieso absolut klasse. Schau mal, und genauso schnell ist das Ganze dann eben auch weg. Ja, Ne? Wenn du dann eben dein Campingziel erreicht hast Genau. und dann ist gleich wieder luftiger im Auto. ja, ne? ja, ja. Und jetzt die Frage, kannst du uns zeigen, wie man das Dach zusammenklappt, Ja, wie schnell na das klar. geht? Das ja? geht ganz schnell, genau. Jetzt Genau. haben wir ja hier natürlich unsere Öffnung sozusagen auf. Die müssen wir natürlich erstmal schließen. Das ist ja optional. Das ist klar, ja. Klar, aber ich mache sie jetzt einmal zu, denn damit sich das Ganze besser einfalten kann. Hier genauso, hier haben wir ja unser Fliegengitter. So, das hat jetzt schon mal wenige Sekunden gedauert. Ja. Dann kommt eben das Bett runter und dann haben wir einfach zwei Griffe links und rechts. Also ein bisschen krempeln musst du trotzdem noch, tatsächlich, ne? Ein bisschen krempeln muss man, aber Ja. es ist alles relativ überschaubar. So, und das war es dann auch schon. Ja, das Und dann wird muss es natürlich noch arretiert werden, damit es auch Ja, wirklich... genau. Da haben wir jetzt hier noch Gurtverschlüsse, aber Ja. wir werden ab sofort dafür auch einen Schnellverschluss anbieten. Okay, alles Genau. klar. Ne? Das heißt so eine Art Schnappverschluss. Richtig, genau. Okay, genau. So wie Also, bei so einer Werkzeugkiste. genau, ein Riegel, den man halt zuklappt und dann Genau. ist es halt auch arretiert, sodass es auch Genau. nicht während der Fahrt aufgehen kann. Gibt es dann einen Sicherungsstift noch dazu? Sind die einfach... Wir haben dann zwei Stück davon, links Ja. und rechts, und in der Mitte gibt es noch etwas, was so ein bisschen erinnert an so ein Gurtschloss vom Sicherheitsgurt, Ah ja, okay. Was einfach so als letzte Sicherung Alles nochmal klar, da ist. super. Und damit würde ich sagen, dauert es eine Minute, dieses Das Dach ging jetzt wirklich zuzumachen. sehr schnell, ja. Ja, genau. Und auf natürlich Ja. sogar noch schneller. Ne? Genau. Und das ist dann eben auch
leicht und auch von kleiner gewachsenen Personen zu machen, da das Ganze hydraulisch unterstützt ist, aber vollkommen ohne Strom auskommt. Muss man es nur ein bisschen anschubsen und dann... Ja, genau. Das ist ja gerade das Problem, je größer das Fahrzeug, je länger das Fahrzeug ist, wird natürlich das Aufstelldach natürlich höher sozusagen. Richtig. Das heißt also als kleine Person kommt man unter Umständen halt nicht mehr dran, aber ihr habt ja wirklich tatsächlich auch schöne Griffe hier oben, die man wirklich gut greifen kann. Bei anderen Herstellern hat man dann irgendwie eine Stoffschlaufe, die man ziehen muss. Da habe ich so qualitativ manchmal so ein paar Bedenken, aber das fühlt sich alles sehr, sehr robust an. Ja, vielen Dank. Das ist ja genau das, wofür wir auch stehen, korrekt, ne? Dass es halt alles eine hohe Qualität hat und funktional ist. Prima, sehr schön. Ja, was müssen wir noch erzählen? Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ziemlich alles erzählt, was es zu erzählen gibt, würde ich sagen. Und genau, was kostet denn so ein Fahrzeug? Gehen wir mal davon aus, wir nehmen jetzt mal eine ganz normale Standardkonfiguration, Tourneo Custom in einer kleinen Ausführung, also 130 PS Motor, mit Handschaltung. Wo liegen wir da ungefähr vom Preis her? Da liegen wir bei um die 73.000, 74.000 Euro, je nachdem, was für Wünsche eben noch so genau da sind. So wie er jetzt hier steht, wirklich mit allen Kreuzen gesetzt, sozusagen. Als 170 PS allerdings Frontantrieb. Ja, und genau, kein Allrad, wollte ich gerade sagen. Genau. Wären wir bei 83.000 Euro, wenn wir wirklich bei der absoluten Basis starten, also ein bisschen nüchterner ausgestattetes Fahrzeug als Schalter, dann starten wir bei, also als Basispreis, mit dem vollwertigen Ausbau allerdings, bei 68.000 Euro. Okay. Ich finde den Preisunterschied jetzt zwischen der Basisausstattung oder der normalen Ausstattung und dem Wagen, so wie er jetzt hier steht, eigentlich gar nicht so groß. Nein, also die Spanne ist eigentlich relativ überschaubar. Ne? Genau, also Ford bietet ja auch schon sehr viel an Serienausstattung. Wir haben ja schon LED-Scheinwerfer und was nicht alles, die ganzen Displays, was wir hier alles Schönes haben. Das Auto ist ja von vornherein schon toll ausgestattet. Ja, natürlich auf jeden Fall. Ne? Genau. Jetzt kommt die Frage der Fragen, denn VW baut ja seinen neuen Transporter auf Basis des Tourneo Customs oder Transit Customs. Habe ich auch schon mal gehört. Es ist irgendwie, habe ich das Gerücht ein paar Mal gehört schon. Ich habe ihn vor allen Dingen hier auf der Messe auch tatsächlich schon mal gesehen. Ja, ich auch. Das baut ihr wahrscheinlich auch aus. Wenn ein Kunde von euch partout ein VW haben will, dann würdet ihr das natürlich auch machen. Ja, selbstverständlich. Das ist das gleiche Auto. Ja, genau. Also es sind wortwörtlich 9 Bauteile daran geändert. So habe ich es gehört. Ja, genau. Tatsächlich, ja. Und wenn wir jetzt mal sagen, also das Lenkrad und ein bisschen Verkleidungsteile im Frontbereich, das ist es dann halt auch. Also motorisch, karosserietechnisch, Getriebe und so weiter ist es das gleiche Auto. Und das bedeutet auch, für den Ausbau ist es exakt das gleiche Auto. Da gibt es keine Unterschiede. Ne? Und das ist für uns gar kein Problem. Also wir sind mit diesem Ausbau bereit für den Transit Custom, den Tourneo, die Caravelle, die neue und eben auch den neuen New Transporter, wie er ja jetzt heißt. Okay, ganz genau. Und dann natürlich auch die Tatsache, falls ihr denn ein gebrauchtes Fahrzeug habt, könnt ihr natürlich auch damit zu Salty Blue gehen und sagen, hier, ich habe hier ein schönes gebrauchtes Fahrzeug, bitte macht mir mal ein Angebot, was ihr da schön einbauen könnt. Das ist richtig, wobei man ja sagen muss, das ist ja nur eine Schiene, die wir haben. Also dass jemand uns sein eigenes Auto mitbringt und sagt, baut den mal für mich schön aus. Das machen wir sehr gerne, ist gar kein Problem, aber wir bieten auch vollständige Fahrzeuge an, also bereits ausgebaute oder eben auch, dass jemand zu uns kommt und sagt, ich hätte gern dies und jenes. Wir haben immer Basisfahrzeuge auch im Vorlauf und auch verfügbar, die wir dann eben auch gerne nach Kundenwünschen dann halt eben ausbauen. Ja, genau. Ne? Wie lange habt ihr ungefähr Lieferzeit? Normalerweise sind wir so bei 3 bis 4 Monaten, also aktuell liegen wir mit den nächsten Bauplätzen so im Mai. Ja, das heißt also 3 bis 4 Monate für den Ausbau des Fahrzeugs oder inklusive der Lieferung des Basisfahrzeugs? Komplette Zeit. Also für die wirkliche Bauzeit des Autos, das sind nur rund 4 Wochen. Okay, ist überschaubar. Ne? Ja, genau. Sehr schön. Perfekt. Björn, vielen Dank. Sehr gerne, Stück. Björn ist von Salty Blue, einer Manufaktur, kann man fast sagen. Das ist eigentlich eine Manufaktur. Das ist eine Manufaktur. Reisemobile-Manufaktur aus Norddeutschland. Die gibt es ja dort auch nicht so wie Sand am Meer. Die meisten Manufakturen sind ja irgendwie in der Mitte Deutschlands oder im Süden angegliedert oder angesiedelt. Salty Blue kommt aus Bargteheide. Das ist nicht weit von Hamburg Richtung Lübeck. Ganz bei mir in der Nähe tatsächlich und ich hoffe mal, dass ich irgendwann mal wirklich die Gelegenheit habe, bei euch mal vorbeizuschauen, um mir mal euren Showroom anzugucken und vor allem auch mal ein paar Fahrzeuge anzuschauen. Macht das auf jeden Fall, kommt gerne vorbei. Ihr seid natürlich beide willkommen und auch alle, die zuschauen. Wir werden tatsächlich auch im Mai noch mal eine kleine Hausmesse bei uns vor Ort haben, sehr gut. Wo auch viele Themen so rund ums Camping noch mal ein bisschen behandelt werden. Und wie gesagt, weitere Details kann man auch auf unserem Instagram-Kanal dazu verfolgen. Perfekt. Da verlinken wir euch natürlich auch gerne. Genau, den Instagram-Kanal findet ihr dann auch hier oben in der Ecke oder ich blende es unten im Video ein und natürlich auch in der Videobeschreibung.
dann würde ich sagen, Björn, vielen, vielen Dank, dass wir uns das Fahrzeug angucken durften. Na klar. Und also ich bin echt begeistert, gefällt mir richtig gut. Wir sind stolz drauf und dann zeigen wir das natürlich auch gerne. Sehr schön, vielen Dank. Super. Perfekt. Und ihr klickt natürlich gerne auf den Like-Button, wenn euch das Video gefallen hat, wie so immer. Und natürlich auch einen Daumen hoch, das ist der Like-Button eigentlich, ne, ganz klar. Kommentiert gerne mal, was ihr zu dem Fahrzeug sagt, ob das für euch eine Alternative wäre. Wenn ihr vielleicht eigentlich an einem Ford Nugget interessiert wäret oder an einem VW California beispielsweise, gibt das Fahrzeug durchaus eine gute Alternative her. Und natürlich auch ein Abo des Kanals und schaut auch mal auf die Webseite von salty-blue.com. Korrekt. Ganz genau. Ich sage danke, vielen Dank Björn nochmal und wir sehen uns. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.